Prepaid-Kreditkarten sind beliebt, denn sie bieten viele Vorteile von echten Kreditkarten, sind aber schufafrei, auch bei schwacher Bonität zu bekommen und es besteht keine Gefahr von Überschuldung. Wenn du eine kostenlose Prepaid-Kreditkarte suchst, die am besten eine Guthabenverzinsung und vielleicht auch noch Cashback bietet, dann ist dieses Video das Richtige für dich. Ich vergleiche 6 Karten auf Guthabenbasis und eine davon ist deutlich besser als die anderen. Aber sie hat auch einen Punkt, den viele übersehen. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran, denn am Schluss sage ich dir ganz klar, welche Karte ich aktuell für die beste halte und für wen sie nicht geeignet ist. Alle Karten findest du wie immer unter dem Video verlinkt. Bevor wir starten, eine wichtige Klarstellung. Was steckt wirklich hinter Prepaid-Kreditkarten? Technisch sind das keine echten Kreditkarten, es sind Debitkarten. Du bekommst keinen Kreditrahmen und so kannst du auch nur das ausgeben, was du vorher aufgeladen hast. Das klingt erstmal nach einem Nachteil, ist es aber nicht unbedingt. Denn genau das macht diese Karten für viele Menschen interessant. Aber was sind die Vorteile? Warum sind diese Karten überhaupt beliebt? Ganz einfach. Du bekommst sie in der Regel auch mit schwacher Bonität oder negativen Schufa-Einträgen. Es gibt keine Schufa-Abfrage und auch keinen Eintrag. Du kannst weltweit zahlen, online, im Ausland, überall dort, wo Visa oder Mastercard akzeptiert werden. Und du kannst dich nicht verschulden. Gerade für Budgetkontrolle, Jugendliche oder als Zweitkarte für Reisen kann das extrem sinnvoll sein. Aber, und das ist wichtig, sie haben auch klare Schwächen. Und damit kommen wir zu den Nachteilen. Du bist weniger flexibel, weil du nur dein Guthaben nutzen kannst und bei manchen Autovermietungen oder Hotels kann es Probleme geben, weil dort oft echte Kreditkarten mit Kreditrahmen verlangt werden. Das sollte man wissen. Jetzt schauen wir uns an, welche Karte wirklich überzeugt und welche eher nicht. Oft sind reine Prepaid-Kreditkarten in ihren Konditionen nicht besonders attraktiv. In diesem Vergleich zeige ich dir deshalb neben reinen Prepaid-Karten, bei denen das Guthaben direkt auf die Karte geladen wird, auch Debitkarten, die ebenfalls ohne Schufa-Abfrage und Eintrag ausgegeben werden. Das sind die 6 Karten, die wir uns heute gemeinsam anschauen. Die Unit Plus Mastercard, die Trade Republic Visa, die Monese Mastercard, die Payback Visa auf Guthabenbasis, die Revolut-Karte und die Wise Mastercard. Die Prepaid-Kreditkarten vergleiche ich nach den folgenden Kriterien. Nach der Jahresgebühr und Ausstellungsgebühr, die bei manchen Karten berechnet wird, nach den Abhebegebühren, die bei einigen Karten für Bargeldabhebungen berechnet werden, nutze in diesen Fällen einfach die Karte, die du zu deinem Girokonto dazu erhältst. Nach den Fremdwährungsgebühren, die bei manchen Karten berechnet werden, wenn du sie in einer anderen Währung als dem Euro einsetzt. Diese Gebühren sind sehr üblich. Ich zeige dir in diesem Video aber auch Prepaid-Kreditkarten, bei denen keine Fremdwährungs- oder Auslandseinsatzgebühren berechnet werden. Einige der vorgestellten Karten bieten dir Rabatte oder Cashback, wenn du mit ihnen bezahlst. Auch Guthabenzinsen gibt es bei manchen Karten. Prepaid-Kreditkarten, die mobiles Bezahlen mit Apple Pay oder Google Pay unterstützen, sind besonders praktisch. Mit ihnen kannst du ganz einfach mit deinem Smartphone oder deiner Smartwatch kontaktlos bezahlen. Legen wir los mit dem Prepaid-Kreditkartenvergleich. Die erste Karte im Vergleich ist die Unit Plus Mastercard. Du bekommst die Unit Plus Karte ohne Jahresgebühr. Eine Besonderheit? Für dein Guthaben erhältst du eine wirklich attraktive Guthabenverzinsung. Die Verzinsung liegt mit aktuell 2,3% per annum über dem EZB-Niveau und damit auch höher als der durchschnittliche Zins von Tagesgeld. Guthaben, das du auflädst, wird in einen Geldmarkt-ETF investiert, aus dem dann alle Kartenzahlungen und Abhebungen abgebucht werden. Der gilt als Sondervermögen und so geht es im Falle einer Insolvenz des Anbieters nicht in die Insolvenzmasse über. Bestellst du die Karte, erfolgt keine Schufa-Anfrage und auch kein Schufa-Eintrag. Bargeldabhebungen mit der Karte kosten pauschal 2 Euro. Nutze zum Bargeldabheben am besten die Karte, die du mit deinem Girokonto erhalten hast. Auslandseinsatz oder Fremdwährungsgebühren gibt es bei der Unit Plus Karte nicht. Du kannst mit der Mastercard also weltweit in jeder Währung kostenlos bezahlen. Außerdem erhältst du für alle Zahlungen mit der Karte einen Cashback von 0,1%. Bei der Karte handelt es sich um eine virtuelle Karte, die du aber zum mobilen Bezahlen mit Smartphone oder Smartwatch sowohl mit Apple Pay als auch mit Google Pay nutzen kannst. Möchtest du trotzdem eine physische Karte, werden dafür einmalig 20 Euro berechnet. Weiter geht's mit der Trade Republic Visa. Die Trade Republic Visa kommt ohne Jahresgebühr in einem Paket aus Girokonto und Depot. Das Girokonto dient als Verrechnungskonto zur Karte und für das Depot. Beides wird ebenfalls kostenlos geführt. Für dein Guthaben erhältst du eine Verzinsung von 2% per annum. Die Zinsen kommen von Partnerbanken und aus Geldmarktfonds. Wie hoch die Zinsen sind, wenn du das Video schaust, siehst du unter dem Link unter dem Video. Trade Republic arbeitet nicht mit der Schufa. Es erfolgt keine Abfrage und kein Eintrag für die Karte oder das Konto. Mit der Trade Republic Karte kannst du weltweit kostenlos Geld an Automaten abheben.
beliebig oft. Es gilt eine Mindestabhebesumme von 100 Euro. Liegt eine Abhebung darunter, wird eine Gebühr von 1 Euro berechnet. Beim Einsatz im Ausland in anderen Währungen als dem Euro werden keine Auslandseinsatz- und keine Fremdwährungsgebühren berechnet, auch nicht für Kartenzahlungen. Außerdem erhältst du für alle Zahlungen mit der Karte einen sogenannten Safeback von 1% in deinen Sparplan. Zahlst du ausschließlich mit Krypto, sind es sogar 2%. Bei der Karte handelt es sich um eine virtuelle Karte, die du aber mit Apple Pay oder Google Pay zum mobilen Bezahlen nutzen kannst. Auch physische Karten sind verfügbar. Für eine Einmalgebühr von 5 Euro erhältst du eine Standard-Kunststoffkarte und für einmalig 50 Euro eine verspiegelte Karte. Die nächste Karte, die ich dir vorstellen möchte, ist die Monese Mastercard Prepaid Kreditkarte. Bei aktiver Nutzung der Karte fällt zwar keine Jahresgebühr an, wenn du sie aber über einen Zeitraum von 12 Monaten nicht nutzt, wird eine monatliche Gebühr von 1 Euro berechnet. Mit der Karte erhältst du ein Konto, das als Verrechnungskonto verwendet wird, von dem alle Zahlungen und Abhebungen abgebucht werden. Es erfolgt auch hier keine Schufa-Abfrage und auch kein Eintrag. Die IBAN, auf die du dein Guthaben überweist, ist aus Belgien. Bargeldabhebungen in Deutschland sind bis 100 Euro je Monat kostenlos. Für Beträge darüber hinaus und bei Abhebungen an Automaten im Ausland wird eine Gebühr von 2 Euro berechnet. Alle Kartenzahlungen in Euro sind kostenlos. Nutzt du sie in anderen Währungen, fällt eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 2% an. Cashback oder andere Rabatte erhältst du für Kartenzahlungen mit der Monese Mastercard nicht. Die Karte ist zunächst auch virtuell und du kannst sie mit Apple Pay und Google Pay zum mobilen Bezahlen nutzen. Gegen eine einmalige Gebühr von 4,95 Euro für den Versand kannst du auch eine physische Karte bestellen. Und weiter geht's mit der nächsten Karte, der Payback Visa auf Guthabenbasis. Die ist im ersten Jahr kostenlos und kostet ab dem zweiten Jahr 29 Euro jährlich. Die Jahresgebühr kannst du durch die Payback-Punkte kompensieren. Ab welchem Kartenumsatz du dann im Plus bist, zeige ich dir gleich. Bei der Payback Prepaid Kreditkarte gibt es kein extra Verrechnungskonto. Du überweist das Guthaben direkt auf die Karte. Eine Schufa-Abfrage erfolgt auch hier nicht und die Karte wird auch nicht an die Schufa gemeldet. Bei Bargeldabhebungen werden an Automaten in Deutschland keine Abhebegebühren berechnet. Nutzt du die Karte in anderen Währungen als dem Euro, wird eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 1,75% berechnet. Egal ob Abhebung oder Kartenzahlung. Eine Ausnahme gilt für Schweizer Franken, norwegischen sowie schwedischen Kronen und rumänischen Lei. Hier entfällt die Fremdwährungsgebühr. Bei jeder Zahlung mit der Karte sammelst du Payback-Punkte und das sowohl bei Payback-Partnern als auch bei Nicht-Payback-Partnern. Für die Zahlung bekommst du einen Payback-Punkt je 5 Euro Umsatz zusätzlich zu den Payback-Punkten, die du sowieso bekommst. Beachte aber, dass es immer 5 volle Euro sein müssen. Bei einem Einkauf von 9,95 Euro erhältst du also nur einen Payback-Punkt. Geht man von einem realistischen Wert von 1 Cent je Payback-Punkt aus, benötigt man einen Kartenumsatz von mindestens 14.500 Euro im Jahr, um die Jahresgebühr davon zu bezahlen. Das gilt allerdings nur im optimalen Fall, wenn man immer volle 5 Euro erreicht. Mobiles Bezahlen mit Apple Pay oder Google Pay wird nun auch unterstützt. Und weiter geht's mit der Revolut-Karte. Die Revolut-Karte kommt von Mastercard oder Visa ohne eine Jahresgebühr. Die Karte ist virtuell, für den Versand der physischen Karte werden aber 7,99 Euro berechnet. Das Guthaben wird bei Revolut auf ein Girokonto geladen, das du im Standardtarif kostenlos erhältst. Wie bei den anderen Karten erfolgt auch bei Revolut keine Schufa-Anfrage und kein Eintrag. Bis zu 5 Bargeldabhebungen sind jeden Monat kostenlos. Hier gilt allerdings auch ein monatliches Limit von 200 Euro. Beim Einsatz der Karte in Fremdwährungen wird von Montag bis Freitag keine Gebühr berechnet. An den Wochenenden gibt es einen Aufschlag von 1%. Cashback gibt es nur bei Online-Käufen über die Revolut-App. Zahlst du dann mit deiner Revolut-Card, sind bis zu 5% Cashback möglich. Zum mobilen Bezahlen mit Smartphone oder Smartwatch kannst du Apple Pay und Google Pay nutzen. Wise Mastercard. Die Wise Mastercard kommt ohne laufende Jahresgebühr. Einmalig fallen allerdings 7 Euro für den Versand der Karte an, wenn dir die digitale Karte nicht reicht. Das Guthaben wird nicht direkt auf die Karte geladen, sondern auf das zugehörige Konto, ähnlich wie bei Revolut. Von dort werden dann alle Zahlungen und Abhebungen abgebucht. Eine Schufa-Abfrage gibt es auch hier nicht, ebenso wenig einen Eintrag. Beim Bargeld sieht es so aus. Bis zu 2 Abhebungen pro Monat sind kostenlos, solange du insgesamt nicht mehr als 200 Euro abhebst. Überschreitest du dieses Limit oder hebst häufiger Geld ab, werden 1,75% des Betrags plus 50 Cent pro Abhebung berechnet. Ein großer Vorteil ist der Einsatz in Fremdwährungen. Hier fallen keine zusätzlichen Fremdwährungsgebühren an. Cashback bietet die Wisecard aktuell nicht. Und beim mobilen Bezahlen bist du flexibel. Apple Pay und Google Pay werden unterstützt, sodass du auch mit Smartphone oder Smartwatch kontaktlos zahlen kannst. Kommen wir zur entscheidenden Frage. Welche Prepaid-Kreditkarte ist die beste? Hier kommt meine Empfehlung. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, viele Kreditkarten auf Guthabenbasis sind ehrlich gesagt nicht besonders spannend.
Oft gibt es versteckte Kosten wie Versand- oder Ausstellungsgebühren, die regelmäßig wieder anfallen. Früher waren sogar Aufladegebühren bei Prepaid-Karten üblich. Wirklich attraktiv war das alles nicht. Eine Karte hebt sich im Vergleich aber klar ab: die Unit Plus Mastercard. Hier fällt keine Jahresgebühr an und das Entscheidende, dein Guthaben wird verzinst. Die Verzinsung liegt dabei sogar deutlich über dem Niveau von Tagesgeldkonten. Du kannst die Karte nicht nur in Deutschland kostenlos einsetzen, sondern weltweit. Fremdwährungs- oder Auslandseinsatzgebühren werden nicht berechnet. Es gibt keine Schufa-Abfrage und keinen Eintrag. Den Link zur Unit Plus Mastercard und zu allen anderen Karten aus dem Vergleich findest du unter dem Video. Wenn du noch Fragen zu einer der Karten hast, schreib sie mir gern in die Kommentare. Ich lese alles und beantworte sie gern. Und wenn dir der Vergleich geholfen hat, lass gern einen Like da. Das würde mir sehr helfen. Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.